Okay, also, was regt dich denn auf? Ja, was mich, ich glaube, gestern und heute ziemlich aufgeregt ist, halt, dass Amerika ein Krankenhaus angegriffen hat in Afghanistan. Es war ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen, wo natürlich Zivilisten drin sind. Und die kriegen es wieder hin, das Krankenhaus zu bombardieren, obwohl Hilferufe abgesetzt wurden. Und das Krankenhaus hat ich glaube, Monate vorher schon gemeldet, zum einen der Regierung in Washington und zum einen der Regierung in Kabul, dass dort ein Krankenhaus steht. Und die bombardieren das Krankenhaus trotzdem. Also die haben genau gewusst, dass da ein Krankenhaus steht und die haben das Krankenhaus bombardiert. Ja. Und die haben mal Hilferufe abgesetzt, glaube ich, für eine halbe Stunde oder haben Hilferufe abgesetzt und dann haben die trotzdem eine halbe Stunde weiter gebombt. Und das sind dann... Also die haben zu dem Zeitpunkt wieder gewusst, was wir vorher schon gewusst haben, dass das ein Krankenhaus ist mit Zivilisten drin und dann haben sie wieder drauf losgeschossen. Genau, und darunter, ich glaube, es waren 19 Tote. Kann auch falsch liegen. 19 Tote müssen es gewesen sein, darunter sind 12 Ärzte umgekommen von Ärzte ohne Grenzen. Vier Erwachsene und 3 Kinder. Und einige sind direkt in ihrem Bett verbrannt. Das ist eigentlich echt zum Kotzen. Und wieso haben wir davon keine Headlines in den Zeitungen gesehen? Medien berichten es eigentlich, aber halt jetzt nicht so schlimm, wenn es jetzt Putin machen würde. Wenn es Putin überhaupt machen würde, das bezweifle ich auch, aber... Nee, Putin würde sowas nicht machen. Ja, der will auch die ganzen Zeitungen bis oben hin voll. Putin der Kindermörder, Putin der Schlechte. Oh, hast du dich gesehen? Was man dann immer hört von Obama, es tut ihm leid. Ach, der Obama. Der hat sich dazu geäußert. Der Obama, dem tut's leid. Und die UN hat sich auch dazu geäußert. Was hat die gesagt? Ja, es ist halt Verbrechen. Ja, gegen das Völkerrecht verstößt, ja. Ja. Aber das sind wie immer, wie so in vielen Fällen, Politiker reden, auch die bei der UN, böse, aber nichts passiert. Nichts passiert wieder. Ja. Okay. Das finde ich schon echt krass. Also. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die sowas machen. Das ist zum Beispiel im Jemen, dass keine Ahnung, wie viele Hochzeiten da schon in die Luft gesprengt wurden. Nicht nur in Jemen, in Pakistan genau dasselbe. Genau. Ja. Also die scheinen Hochzeiten zu mögen irgendwie, hä? Ja. Oder nicht zu mögen, weil sie so gerne mal... Das ist genau das Problem. Wer ist ein Terrorist und wer ist kein Terrorist? Da gibt's ja diese bekloppte Meldung, dass Terroristen, die eine USA-Flagge in der Hand haben, keine Terroristen sind und die anderen sind welche. Okay, also Terrorist ist nicht Terrorist und doch Terrorist, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das ist eine Definitionssache. Das ist eine Definition, die nur Verrückte versteht. Weil ich glaube, die ursprüngliche Information war halt gewesen, dass es Freiheitskämpfer gibt und die gibt es natürlich auch, die sich gegen wie sagt man, Regierungen auflehnen, um halt dagegen etwas zu tun, wenn die halt... Wobei ich bezweifle, ob diese Freiheitskämpfer wirklich Freiheitskämpfer sind und nicht wirklich von der CIA. Das kann sein. Ja, aber das ist der ursprüngliche Gedanke, dass halt Menschen gibt, die sich gegen ein korruptes Regime auflehnen. Das gibt es auf jeden Fall. Bloß man kann die halt von Weitem nicht unterscheiden. Wenn man jetzt mit einer Drohne durch die Gegend fliegt, sehen ja von Weitem alle gleich aus. So sieht's aus. Auf wem schießt man dann? Ja. Ja, aber haben die nicht mal gesagt, das sind alles nur Söldner, die bezahlt werden? Und wenn du dem einen mehr bezahlst als der andere, dann kämpft er für dich. Und wenn der andere kommt und sagt, hey, ich gebe dir mehr Geld, dann auch, dann kämpfe ich für dich. Ja, also wenn er für die Seite kämpft, ist er gut. Wenn er für die andere Seite kämpft, ist er schlecht. Ja. Und das ist ja das, scheint so zu sein. Ja. Das ist ja das, was Amerika die ganzen Jahre gemacht hat. Das heißt zum Beispiel in Afghanistan, also dort Söldner bezahlt haben, damit die gegen Russland vorgehen. Und jetzt bezahlen sie Söldner, die gegen Assad vorgehen zum Beispiel. Also quasi die Söldner, die gegen Russland losgingen, die waren die Guten und jetzt gegen Assad sind es auch die Guten. Ja. Und wenn jetzt quasi Russland die guten, bezahlten Söldner angreift, ist Russland böse. Aber wer sind denn jetzt die Bösen? Tatsächlich? Ganz schön verwirrend, gell? Ja, weil ISIS wird ja offiziell nicht von Amerika bezahlt. Offiziell. Ja, also sind das die Bösen. Und wenn jetzt aber Geld von den freien, oder Geld und Waffen von der freien syrischen Armee, also von den guten Bezahlten, plötzlich bei den bösen Unbezahlten auftauchen, dann heißt das ja quasi, die Amerika bezahlt auch die Bösen, oder wie? Also sind es auch die Guten? Boah, das wird so kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie die Leute da überhaupt noch durchblicken können. Ja, echt? Nee, ich manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Ich verstehe das nicht.
Vielleicht sollte man die Bildzeitung öfter lesen. Wahrscheinlich. Da steht es ganz genau drin mit einem Bild und dann weiß man sofort, der ist gut, der ist böse. Ja. Also in einer Sekunde kann man sofort alles verallgemeinern. Also glaube ich auch. Kannst gleich deine Emotionen richtig reinlegen, ne? Kannst dich richtig aufregen. Das heißt, ich könnte mir die ganze Arbeit sparen. Ich muss nur einfach einmal am Tag die Bildzeitung lesen und dann kann ich mir dieses stundenlange durchs Netz kraulen, kann ich mir dann sparen. Ja, das kannst du total sparen, denn in der Bildzeitung steht natürlich nur die Wahrheit. Wie in vielen anderen Medien auch. Gott, ich habe mein Leben verschwendet. Ja. Mit Zeitung lesen. Ja. Lesen. Das muss mir doch mal einer sagen.